Ich wünsche in jedem ein sehr, das ist der 24. Mai 2020. Wir sind hier so im Forum von Pastoren, wo wir reden über die jäajenwuatje Tiet in der Zukunft Tiet. Und ich will Ihnen allen, wer immer hier so anhört und an das allein ist, will ich willkommen heißen. Und ich wünsche, dass die Wirklichkeit gesehen sind. Ich bin Peter Friesen von Bolivia. Wir schaffen man ganze Mennoniten in Bolivia. Das ist ein Church. Und uns jeder Schein dem Herrn dienen. Und so ist dort, wo ich Frauen aus und jeder einer sich ein klein bisschen bekannt merken, so dass die weiter, wem die tauhieren. Jäajenwuatje. Ja, mein Name ist Jäajenwuatje von der Kirche Asyl in der Kolonie Chihuahua. Und froh hier zu sein. Mijn naam is Tiet. Ik ben van Guarayos, Bolivia. En ik schaf door aan een lokale gemeente, evangelische gemeente. En mijn soll is dat we dan mank de Spanische door het evangelium predigen en schaffen dan ook mank plottietje. Ja, mijn naam is Unjahoolunk. Van de Tiet komen we van Campion, de evangelische missionsgemeente. En we als missionaren zijn we onder de ministries van Kansas City. Mijn naam is jäajenwuatje. Ik zie als missionair hier van de IMM2 van Canada. Aber sie Pastor hier an Villanueva an der evangelischen Mennonitengemeinde in Fremi, dat ik hier darf partnehmen an das. Mein Name ist Victor Niefeld. Ich bin Missionar von Deutschland, schaffe mit der Bibelmission und wir schaffen hier unsere Menschen, versuchen an das Evangelium zu bringen und gründen momentan ein Missionswerk hier. Sehr vielen Dank, schön, Pastores, für Annehmen und hier zu sein von der Nummer. Und ich habe hier so in jedem einen ein bisschen ein Timer gegeben. Und ich wollte ein bisschen so steht ab, wir fangen mit Ebhora an von der. Und hier ist ein Pastor, und dort, wo wir sich auch diese Frau haben, wird eigentlich die Kirche in evaluiert. Den habe ich durch aus dem Pastor angestellt. Und das nächste haben wir jetzt fertig, diese Wort antworten, den habe ich diese angestellt aus einer, der informieren wird von der Nummer, über die jäajenwuatje Tiet, in der wir leben. Und ich habe dem dritten gefüllt, er wird uns ein Bett vertalen von der Zukunft. Er ist einer, der so sehr gut mit der Offenbarung bekannt ist. Ich habe gehört an seine CDs, was er gemerkt hat über Offenbarung. Mir hat das gefallen. Und dazu werden diese Frauen, die abgestellt sind, und meine handlenken. Und dann haben wir hier so Victor Niefeld, und den kenne ich mehr als ein Evangelist. Und der ist weit dran gefahren und hat Kirchen gegründet. Und dem habe ich hier so als ein Seelsorger angestellt. Und dann haben wir hier so Jäajenwuatje, den kenne ich als einer, der durch Auto spricht. Und dazu werden sich am Frauen gestellt haben, damit er wird ein bisschen Mut zu sprechen. Wir sind sehr mutig. Und checken verweg, was Gott tun wird, von der und dessen Nummer stimmen. Und so wie gesagt haben, mit jäajenwuatje von Villanueva, von der IMM2 Church. Und die erste Frau, die ich habe und ist, wir fangen eigentlich das Jahr 2020 normal an. Und auf einmal dann hier wie von dem Coronavirus, und das war schlimm, und auf einmal hostig, dann hier wieder erst bei Bolivia, und dann gibt es die Quarantäne, wir können uns nicht mehr versammeln. Und das spielt sich einfach, wo wir müssen sein, ein bisschen losurig, alle taub. Aber anyways, ich freue mich, kann jäajenwuatje ein bisschen fragen, wo sitzt du dort von dir mit den Kirchen? Sicken die Menschen oder was dort kallen mit den Christen von dir? Die Bibel sagt uns in Mose Kapitel 2, Vers 18, dass es nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich glaube, dort meint mehr als bloß, dass dem eine Früh fehlt. Ich glaube, dort meint uns fehlt dort einer am anderen. Menschen sind nicht gemerkt, um allein sein. Die sollen in Gemeinschaft leben und die brauchen einer fehlt dort wir einer den anderen Mut merken. Also dann, sie steht in Quarantäne sein, merkt dort sehr schwer Gemeinschaft haben. Menschen in der Kirche ermutigen sich einer den anderen
En ik geloof, de zegen nu ook nog Gott. Maar echt, wanneer die niet aan het hoop komen, ik geloof, de zegen nog Gott. Aber dat is sowieso schwer. Ik weet niet waarom dat vindt, maar ik, bij mij persoonlijk, mijn aandacht, oder wo immer, dat is schwer, bestimmt immer schaffen da an. En wanneer we niet Mut haben, oder nicht Mut gemerkt kriegen von anderen zwei, dat merkt dat schwander. So, ich glaube, die Menschen, die segnen noch Gott. Aber das merkt, dass wir Esselchen gesund sein und wachsen, wann wir nicht können uns versammeln in Gemeinschaft haben, einer mit den anderen. Ja, ich stimme sehr mit an. Und die zweite Frage, und die ist, das sind zwei verschiedene Meinungen. Einige würden sagen, dass ja, wir müssen total tüß bleiben, das hat der Obrich jetzt uns dort gesagt. Und die anderen sagen, das ist nicht wichtig, wir müssen gehen und das Evangelium predigen. Das ist uns als Pastoren, ist unser Abgabe. Und wenn wir, dann würden sie uns anseinen als Lied, die durch so nicht rein werden, für den Glauben zu leiden. Wo würdest du da ein Lied sagen als dort? Das ist ein bisschen eine große Frage. Ja, die Bibel sagt, dass wir sollen gehen, das Evangelium bekannt machen, alle Wegen, in der ganzen Welt. Die Bibel sagt auch, dass wir sollen die Regierung ungeduldig sein. Solange uns die nicht von uns verlangt, dass wir irgendwo singen sollen oder je in Gott sein Wort sein, ich glaube, dann sagt die Schrift, wir sollen beides. Wir sollen das Evangelium predigen und wir sollen die Regierung ungeduldig sein. Aber wenn der uns verlangt, dass wir sollen irgendwas errichten, dann glaube ich, soll wir in die Regierung gehen und eingehorsam sein und dort nicht tun. Aber dann habe ich ein Ding, was mir dann sehr wichtig ist, dass wir dann auch willig sind, die Strafe zu nehmen, ohne zu grünzen, was die Regierung uns geben wird, wenn wir uns jeden angehen, dann soll wir nicht schlimm sein, wenn die uns dann strafen. In diesem Fall haben die uns nicht aufgesagt zu beten, die haben uns nicht aufgesagt zu predigen, die haben nicht aufgesagt, dass wir evangelisieren können, und die haben uns auch nicht ausgetekent, dass bloß die Kirchen nicht haupttreffen können, das ist alle ob. Die geben nicht mehr Freiheit, aber in den Städten, dort helfen, dort wie Menschen das Evangelium predigen und dort wie für die beten, sogar Polizei sagen, wo die uns auch kommen, das Evangelium bringen. Da haben die Hirten gesehen, was wir tun. So, in meiner Aufsicht ist das nicht eine Verfallung gegen die Kirche. Aber leider, die Regierung sagt allem auf, sich zu versorgen, oder aus das Bar sind, oder aus das Geschäft, als plötzlich kriegt Glück, die sagen allem rein auf. Dann ist das für mich nicht eine Verfallung gegen die Kirche, nicht gegen Glauben oder irgend so was, aber leider überall. In mein Verständnis von das ist, dass wir dann würden dort gehorsam sein, was die Regierung, und lernen, andere Wege uns Mut zu merken, einer den anderen. Ich glaube, das hat auch viel Gutes getan, dass wir haben, mussten das schon. Das sei gebunden an unsere Gebiete und an unsere Kirchenversammlungen. Die Kirche ist am Sonntag Samarias auf den Hof. Und ich glaube, wir haben müssen lernen, das Evangelium bekannt machen, was nicht viel böse, viel wieder erregt über Radio und über Internet, als jemals eine Gebiete geschafft hat. Sehr gut. Und die dritte Frage, die ich für dich habe, ist, in Matthäus 24, da so steht es geschrieben, dass einfach, dass Jesus bald zurückkommt, das ist, dass die Leute, die wird in viele kalt worden. Und in meiner Meinung redet hier so von Christen, die ins kalt worden, was nicht gebrannt haben, nicht so? Was würdest du sagen, was ist das von der unserer generale Kirche? Ich glaube, wir haben auf diesen Jahr eine letzte Zeit gelebt. All Jesus seine Jünger lebten, dass sie würden Jesus seine wahre Kunft sein, sie würden leben, dass Jesus wird zurückkommen. All die Jahre Zeit wären die Menschen, die lebten, dass Jesus wird zurückkommen, wie eine ganze Dummheit, das schafft nichts dort. Auch Christen verleiten ihren Glauben und gingen trägen nur das alte Leben und all diese Dinge, nur Paulus seine Schriften nur, dass seine Freunde und so was dort. So, das ist nicht was nicht. Aber, ich würde sagen, ja, da sind viele Christen, wem's Leben aufhält. Nicht bloß wen diese Zeit sind, aber sowieso. Menschen, Christen, ihre Leben hält vielmal auf. Und ich glaube, das handelt sich das Wort, aus diesen Gebeten sind. Das geradste Gebot ist, und du fragst, was würdest du zu so einem sagen? Das geradste Gebot ist, dass wir sollen Gott leben und unseren Nachbarn leben. Gott zu leben,
dann müssen wir in Gemeinschaft sein mit ihm, dann müssen wir ein Verhältnis haben mit ihm und wir müssen Abend haben. Und von dort für andere Menschen. Dann ist es sehr wichtig, dass wir dort tun, was die Bibel sagt. Und ich glaube, all das, was wir sagen, das wisst bloß, dass die Bibel erfüllt sich. Die Bibel ist die Wahrheit. Dann sollen wir dort eben auch nur folgen, was die Bibel sagt, und bauen dort Verhältnis mit Gott, so dass wir dort ein Leben haben, und dann nicht aufhören, den anderen Menschen gegenüber, und dann wird das schaffen. Sehr gute Antwort eben, dass es sehr viel wird. En bueno, we gaan even met pastor Tiet. En dus willen we nu de eerste vrouw een beetje over coronavirus reden. Hij is meer informiert en informiert zich een beetje meer. Aber das Coronavirus, der hat großartig viel Angst gebracht. Und wordt gesagt, dat wo everslående ist, und wo viele Menschen da so sterben. Können Sie ein kleines bisschen informieren? Was sind die Noticias? Wie viel ist da so durch COVID-19? Dankeschön, Peter. Erstens will ich sagen, der Coronavirus, der hilft dort. Wenn der hilft dort nicht, einmal ist gesagt worden, dass wir euch sagen, den Coronavirus nennen, wegen der Corona, die hier Jesus und der Virus, der hier feit von der Gemeinde. Das ist, was ich würde leben, nicht? Aber ja, sagen wir mal, in Covid-19 wird hier noch genannt. Und der erste, der hilft dort, dort hilft einer. Und der ist von China, ist der rübergekommen. Der ist letztens von Wuhan, China, rübergekommen über die Welt. Wo kriegt der herkommt, wo der ist gearbeitet, wo dort alle der dort weit tagloten. Du sind verschiedene Gedeihen über, oder ich meine verschiedene Nachrichten über. Und dort von der nur sehr bosig kann anstecken, dort weg besonders, so ist die Welt von der an all die Vorderien, alles, was das ja, wir sind von der so gewaltig mobil geworden, wir fliehen so leicht alle wen immer. Und du wirst, glaube ich, erst gut, dort du in Quarantäne angesagt worden ist. Aber wenn wir an Quarantäne denken, da würde ich erstmal gleich ein bisschen Wort von das Wort Quarantäne an sich zu sein. Dort kommt von das latinische Wort quadraginta, ja, und bedient 40 Mal, so dort, entschuldigt, Feiermahltien, dort sind 40. Und also an einer Quarantäne hat es zu tun mit 40 Tagen. Für eine Krankheit apart gehen, 40 Tage sich wo anmerken, das kann sehr gut sein, dass die Krankheit nicht zu hastig ansteigt, wie nicht zu viel angesteckte kriegen, dort Tongrote Zeichen unterjagt, das wir auf diverse Städten gesehen haben. Dort glaube ich, ist wichtig. Aber ich will hier ein paar Wörter von Angst reden, du redest wegen Angst, was dort gebracht hat, und dann ein bisschen sagen, was die Angst uns tut. Die ganze Welt ist in Panik. Die ganze Welt ist in Angst. Und ich will eine Bibelvers mitteilen über Angst, und der ist in Hebräer Kapitel 2, Vers 14 und 15. Und dort sagt er so aus das. Und gerade so aus die Kinder Fleisch und Blut haben, hat er dort auch für sich angenommen. Das redet hier von Jesus, ja. Durch seinen Tod will er durch den bösen Feind kraftlos merken, der dann die Gewalt über den Tod hat. Und damit möchte dass ihr Leben lang an Todesfurcht versklavt werden. So durch Jesus sind Sterben und Auferstehen, so wie früher die Furcht vor dem Tod, die Angst vor dem Tod. Und ich will sagen, der Antichrist, der regiert die Welt durch die Angst vor dem Tod. So wenn wir uns Angst merken vor dem Tod, dann haben wir ziemlich ein Natschowski gewonnen. Das ist, wo der Nuban ist. Und ich will was sagen, was ich sage über diese Sache. Und ich glaube, wir dürfen bloß ein bisschen denken, da wo wir dort an. Das ist logisch. Wenn die Welt uns nu will für 4 Monate oder für ein ganzes Jahr, ich weiß nicht, wie lange in Quarantäne anstoppen, wenn es ein Virus woran ist, der Virus, der wird nicht tot kommen, der wird für die Allüren uns. Und wenn wir in Quarantäne sind, und dann denken wir vielleicht mal an die Wolkenkreuzer, an die Menschen, für die Hebgeuch kommen können, wo sie nicht Sonne kriegen, und sie können nicht Exercise tun, sie können nicht frische Luft kriegen. Unser Immunsystem wird verbraucht. Und wenn wir endlich nur 4 Monate wollen, rücken, der Virus wird danach für die sein. Und da gibt es uns da ohne Tausende sterben, da wo wir Millionen sterben.
Und ich will keinem nicht Angst merken, ich will gut sein, wir sind frei gemerkt von der Angst vor dem Tod, aber bloß ein bisschen sein, was der Angst vor dem Tod tut. So, das ist, was die OMS, die Organisation Mondiale de Salud, uns versagt. Und alle unsere Regierungen, die Donzen, du erwähnst, wir haben Angst verstorben. Aber die Frau, als die Art von Quarantäne, wo du eigentlich 40 Tage soll sein, richtig? Wir sind nu allmehr aus 60, 70 Tage an Quarantäne, nicht? Und mir sind das so, hat alle Typen nicht ganz richtig angelegt. Was hast du kriegst durch Hänger? Ich weiß dort nicht alle, aber mir sieht das nicht ganz richtig so aus. Denn ich will ein klein bisschen vergleichen bei dieser Frau. Das sind mit sehr vielen Informationen, ich will das nicht lang merken. So, bloß von 2 Pandemies reden, was du eine hat mal ohne 1347 nach Christus angefangen und die hat vorher aber 5 Jahre gedauert. Und die Pandemie, die 200 Millionen Menschen genommen. Und die Welt hält dann still. Und dann Luther 1918, davon 1819, an ein Jahr wie eine andere Pandemie, die wurde dann die spanische Grippe genannt wird. Und die nahm 50 Millionen Menschen. Und die Welt hält dann still. Nu von der diese, van de algetne Pandemie verhebt genannt te worden, die haben bad 35.000 nu genomen. Dat is 1,5 miljoen. So, wat denkt wie, waarom hält die Welt von der stil? Weet je, als das Virus anfängt, ich fühle, dass something mehr was du durchhängen wir. Und ich weiß nicht, was. Vorher hat wir bloß ein Mehr von der Erfahrung, was Jesus sagen wird, noch eine Pestilenz mehr. Aber ich spüre, dass wir es von einem Feierfall hat, als wenn du was durchhängen wir so auch sagen, dass ich habe aufhängt nur zu kicken und wir haben nur Rechten von Qualen, die zu geläufen sind, dass die wahrhaftig sind. Und wir können von der ganz klar sein, du sind Aufsichten, du hängen das Ganze. Und viel sterben, ich weiß dort nicht, wie viel du sterben, aber noch ein kleines bisschen, was du könnt vielleicht tun wollen. Ich will bloß mit einem Beispiel schließen, diese Frau, Schweden, dort lohnt Schweden. Als die OMS sagen, dass sie sollen Quarantäne, die Regierung von Schweden, nee. Wir wollen nicht Quarantäne holen. Wir glauben, dass es wichtig ist, dass die Menschheit bei 80% wird angesteckt von dem Virus. Wenn das ihr so weit ist mit dem, dann kommt jemand einmal gleich mal wieder. Dann verlässt sie seine Kraft. Dann beginnt dort, wo die Immunität genannt wird. Ich weiß nicht mehr, was ich das sagen kann, aber dann hat das Volk mit einmal mit ihr Immunsystem den Alter gegeben. Und dann muss die bloß mal brechen. Und das ist nötig, dass wir 20% angesteckt werden. So, was die Schweden? Sie dürfen Quarantäne nicht holen, sie dürfen gleich Schulen schließen oder was. Sie glauben eben, dass es wichtig ist, dass die Kinder Sachen angesteckt werden, wenn sie mehr resistent sind gegen diese Krankheit. Und dann die vermixen mit Theater und dann wir so aus dort brechen. Und das, was Schweden haben ökonomisch never nicht abgeholt. Gleich für Schweden. Sie schaffen durch, sie haben dem sozusagen gewonnen, sehr viele Menschen gestorben und das lohnt es ökonomisch in Ordnung. Sehr gut. Jetzt die zweite Frau, wo ich jetzt die Gesundheitsgesellschaft, die Weltregierung über die Gesundheit, die OMS, die haben dort sehr viel und sterben. Und du hast sehr viel Messvertrauen abgekommen auf diese Organisation. Und du hast die Hand geschickt, bloß zum Utfängen, wo Vertrauensfälle wir. Und hast du ein bisschen mehr Informationen, wo die Wahrheit hängen ist? Na ja, ich habe so verschiedene nur gekickt an das letzte Tiet. Und was ich sagen kann, dort mit dem 19, dort ist sehr, sehr abgepüst. Ich habe gesagt, der ist wahrhaftig, der ist da und du sterben noch an Menschen. Dann kommt die 35.000, was soll sein, was die gestorben sind. Und woher kann ich das sein?
Ein Beispiel mal Tansania. Der Präsident von Tansania, ich habe ein Video gesehen, wo er selbst reden wird. Und er redet ziemlich abgerecht. Und er sagt, sie haben Proben von Kasen, von Ferkel, von Papaya, noch eine andere Frucht, haben sie in einem Laboratorium gebracht und haben diese Proben Nummern gegeben. Frühes Nummer, auch alt sie ist. Und dann haben sie mal die Papaya testen bei dem Laboratorium von der OMS, wo die durchleiten wird in Tansania. Und dort haben alle positiv gewesen. So dort, die denken Covid-19. So das Präsident sitzt dort, wo du fährst, und er hat sogar die OMS rückgestoppt, aber das wunderlich zu sein, Weltorganisation Einfluss hat von der ganzen Welt. Unsere Regierung dort sind Tiet und ja die Weltorganisation. Wo nennst du das plötzlich? Hast du mal gesehen, so ein Mensch, der die kostet, Pappen, die kostet, Gune merken mit diesen Beinen über dem Finger über gehackt. Und das wird unsere Regierungen sind und ja diese an. So viel, dort, sie sich nicht, das nicht schwer zu wissen, das wird die fair sein. In dem Protokoll, was die fair gesagt haben, sind halt den Morten, die nur tanzen. Ich sage von Deus Morris ein Zeugnis von einem Doktor hier von Trinidad. Wir haben hier am Beni nu gut Trouble mit diesem Covid-19. Und das Doktor, der hat bloß 3 Sorten Medizin gekauft und der verteilt und dann der uitgedreht einfach nur die Lied, wo diese sind. Und der hat wohl nicht auf Menschen durchgeraten. Und was sagt die Regierung? Wenn die noch lange so wurscht, die nur arbeitslos waren. Und der OMS ihr Einfluss. Und das Mann sagt, wenn ich dann auch ein Protokoll mit überan und bin arbeitslos war, aber ich will Menschen erraten. So, was wird noch sein? Der OMS, ihr Protokoll, hat sehr viel, sehr gut. Das scheint sich so, noch ein Beispiel, als auch Italien. Italien hat gute Freiheit, die Körperautopsie zu merken, wo die sterben. Die tun ja sagen, das wird zu ansteckend, zu gefährlich. Das muss gleich bloß am Ofen nennen mit den Körper. Was sage ich mit einmal Körper, die Autopsie merken, und da waren die Doktor statt an, die Leute sterben gleich von Pneumonie, also ist die OMS sagt, so haben davon drum, und dann deuten sie die Medizin wechseln. Und ich habe die Stimme von einem Doktor gehört, wo der sagt, beinahe 48 Stunden, Leute wie 200.000 aus dem Hospital rüt, in ganz Italien. Sehr gut, Dankeschön für die Information. Und der nächste Frau war auch über dessen Tiet. Diese Krankheit, diese Pandemie, die hat eigentlich die Welt abgeholt. Lachpflichtet und ich habe ihr geantwortet. Und nicht die Menschen gehen nicht. Dort eigentlich hat dort die Welt abgeholt. Wo sieht das in der Zukunft mit all das? Erstlich würde ich gleich nochmal ein bisschen wiederholen, dass die Welt abgeholt hat, dass das eigentlich die Angst und dann auch der Druck, was durch Hängen abgelegt wird, und dass die Regierungen sich nicht wehren, was andere Utfingers, was ihnen fair gesagt wird von diesen Weltorganisationen. Und so, als ich al gesagt habe, die Quarantäne, die können sehr, sehr schädlich werden. Und hier will ich was sagen. Hier in Bolivien sind so eine Menschen, die Lehrer haben den Rut gegeben, Quarantäne selektiver zu haben. Sie sagen, du kannst andere Sorten Proben zu kriegen, um sein, wer Covid haben, wer nicht haben. Geht dort einfach bei den Trankas. An 15 Minuten dort zu proben, was die Leute haben. Und dann, die, die die Krankheit haben, die gehören an Quarantäne nennen. Das ist biblisch. Das ist interessant, wo die Leute das Biblische kopieren, dort nehmen und dann dort Krieg rumdrehen. Wir stoppen nu all unsere Sünde an mit ihren Muskeln, was die tun. Und da wollen wir lernen, was die krank sind und da wollen die durchkommen, was die wollen. Und die Kranken, die dann am Hospital nehmen, das ist selbstverständlich. Die Quarantäne, die kann schädlich werden, wenn das ist über 40 der Wort, was die mit geholt worden. Und was ich sage, weil für unsere Zukunft, was kann das bringen? Wir wissen, dass du hast einen Druck durchhängen. Das meiste von unseren Familien gewesen auf der Welt, was die ganze Ökonomie drehen deuten in der Hand. Und von langer Zeit her, und hier sind die Illuminatis auch durchhängen, so tunische
Gesellschaft oder eine Sociedad, was du abgestimmt hast, was Jahre 3. Und die fangen mit nichts an und die sind mit ihrer Gedeihen abgekommen, dass sie ein von den Stärken sind an der ökonomischen Welt. So die Welt hat wohl von einer Tiet dort eigentlich die Welt regieren, für Sachen, so eine Dinge. Und was hier so passieren, das ist dort nicht so wie eine Quarantäne. Ja, und so, wir brauchen über alle Tag zu essen. Die brauchen Geld und die brauchen Eten und dann wird euer Boden Geld zu liehen. Und dann liegt unsere Regierung Geld und die bringt sich in ihr Schuld. Und sie tun die Lied Bonus geben, gesunde, starke Menschen, die wird Bonus in der Hand gegeben. Und die Zukunft wird das dort. Schließlich wird die Virus uns noch tun. Und dann, ja, dann können wir einmal noch sagen, hey, das ist ein großes Werk. Aber wir haben uns dort eigentlich so gemerkt, dass es das nicht. Die Weltorganisationen, die stehen dahinter. Und zum Beispiel China kämpft wirtschaftlich nicht mehr. Und was China für eine Regierung hat, dort weit wie. Das ist eine kommunistische Regierung, diktatorische Regierung, wo alle Mann 100% gekontrollt ist. Er müssen haben, wenn was von einer Stadt nach der anderen fahren. Und so eine Dinge aus dort. Und da schien sich das von, wie nie ein bisschen geprüft worden. Das ist eine Kontrolle, die kämpft. Du hast eine Kraft durchhängen, wo du in die Welt oder Welt anbringst. Und über fertig dort kann, machen die das financiële System in den Grund zu kriegen. So, wenn ökonomische Länder es nicht mehr kennen, da wird ein starker Geldkettel sein, so, nu wo ich gestaltet in mir. Und dann wollen die Macht nehmen. Und krijgt dat wordt de leiden dat naar de nächste Frau, wat ik ha. Die ganze Welt, die schricht naar eine Lösung. Es wurde so für viele Dinge eine Lösung fehlt, aber nicht schricht die Welt geben, wurde ich eine Lösung für diesen Coronavirus. Und da wird gesagt, dass da wird geschafft, eine Lösung zu finden, eine gedwungene Impfung. Es soll eine Impfung geben, die gedwungen soll. Das ist euer abgekommen mit dem Dele Fiber, dort eine gedwungene Impfung muss sein. Jeder Mensch muss das haben, wenn die was reisen und so was. Aber nun soll das eine frische, gedwungene Impfung geben, eine Spritz. Hast du ein bisschen Information für was dort bedienen wird mit dieser Spritz? Na ja, ich habe auch provenant, es sind ein bisschen verschiedene Dinge, die gehen ein bisschen ein, aber dort eine Spritz, eine Impfung geben soll, wird alle Mann über die ganze Welt gegeben und dort soll obligatorisch sein, dort soll ein Bemuss sein, dort hast du alle durchhängen. So, und wir haben an dieser letzten Zeit, dort ist nicht allgemein, dort kommt nicht über die Nachrichten allgemein, aber wir haben mehrmals zum Beispiel gehört abnehmen, ja, Bill Gates. Dort ist einer, wo du hast Sinn geschafft mit all das Microsoft, was er hat gestaltet, dort Taggeluten, und weil sie nur an diese Dinge zentrieren. Und er ist einer von denen, was dort moven wird, was du durchhängen steht, dort soll geben, eine Impfung, was du soll mit gewollt. Alle Mann non-gedun worden, und so als du nachschufske Qualen sein, dann soll diese Spritz elektronische Moleküle oder irgendwas in der Chip an sich haben, was du an dem Körper näher spritzt soll. Und wo das Krieg utlässt, weiß ich nicht, aber du hast sehr viel Beweis dafür, dass die Welt rein mehr an der Zukunft soll ein Chip geben, was an den menschlichen Körper geplant wird. Und damit wird uns die Freiheit ganz genommen. Ja, das gibt in Zukunft uns System monetario, uns Geld dort ändert, und mit der Wirtschaft dort ändert, mit der Gesellschaft dort ändert. Und so soll gesagt, dass dort gibt eine neue Welt, eine neue Weltordnung, wo diese Dinge durchhängen sind, wo sie durch diese Dinge, durch ein Chip wollen, die Menschheit kontrollieren. Sein geht für das gute Antworten. Ich hoffe, dass halb der Menschen ein bisschen mehr, ein bisschen breiter zu sein. Und ob das noch einmal wiederholen, das ist nicht um Angst zu jagen, aber einmal nimmt dort Angst weg, wenn wir erstmal wirklich der Realität sein. So, ich möchte nu anfangen, da habe ich so 6 Frauen gefragt, und dann habe ich eigentlich ein bisschen evaluiert, glaube ich, aber das sind ein bisschen Zweifelfrauen und über Offenbarung eigentlich. Und die erste Frau, die ich hatte, das ist die Offenbarung, das redet also von einem
redendes Bild. Und das hier in von unseren plottisch redende Lied so, dort das ist der taktil Fun. Dort ist das redende Bild. Und kosten ein bisschen was sagen, du Eva. Wat Redoffenbarung irgendwas Sekret von das? Wel, eerst mag ik zeggen, ja, de openbaring redt van een beeld, wat eine tijd. En openbaring is geschreven voor de toekomst, wat nog komen wordt. En een grote part is nog niet in ervaring gegaan, zoals ik dat verstehe. En wanneer we Prophezeiung studieren, dan zijn er meerdere wegen waar Prophezeiung gestudeerd wordt. En de weg wat ik dat het tollste verschillen van of Bibel wat eng openbaring zijn merkt, is wanneer we de systematische theologie in betracht nemen, wo ze te zeggen, de komt er nog een tijd, wo het wordt nog schrikkelijker worden als het jemals geweest is. En zo schrikkelijk als het niemand meer zijn, of niemand meer geweest is, en ook niemand meer zijn. In de Bibel in Daniel kapitel 9, vers 27, en de wieder redet van de 70 werk voor Daniel, of voor God zijn volk in de heilige stad. Nu Prophezeiung verstehe ik dat 69 werk zijn voorbij van die. En de 70ste werk, dus nog een werk, die komt nog. Nu biblische Prophezeiung, eigentlich, wenn wir die Prophezeiung uitleiden und Gott mit seinem Volk schafft, dann wird Werke in Jahren angerechnet. So das dürft uns unterverstehen, 70 Werke wird bestimmt sind 490 Jahre. Von den 490 Jahren sind all vorbei, ab noch sind 7 Jahre. Und das wurde eine Offenbarung von Rede, von das Bild. Maar we eerst ons de vraag stellen, te welke tijd redt van dit beeld wordt in betracht zijn. Zoals ik dat versta, dat wordt in die tijd zijn van de Antichrist, dat is dat hier wordt in openbaring 13 van redt, falsche profeet, dat hier wordt, wel eerst dat hier de Antichrist komt uit een meer, zoals het zegt, de falsche profeet komt uit de eeuw, zegt, die worden in kracht zijn, van dit beeld wordt in kracht komen. Ons als nicht viel beschrieben über das Bild, als dort wirklich lebenhaft oder nicht. Das sagt, das Wort Leben gegeben wurde. Wir sehen in 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 9, dort waren Antichrist, der falsche Prophet, wurde kommen, die waren Sekens und falsche Wunder und falsche Dinge tun. Dort wird, für sich Antichrist ist ein falscher Mensch und er wird mit so und gelehrt. Ich kriege alle was tun, ich habe nicht alle einzeln begriffen, aber das wird so eine große Falschheit sein. En dit beeld wordt zo belangrijk zijn, wat mensen nog niet gezien hebben. We kunnen zeggen, wat klaar is, dat al die, wat het niet aanbeden worden te die tijd, worden uitgemerkt worden. Dat meint, die worden niet dit beeld aanbeden, en we beden ook Antichrist aan. Wanneer we dit betrachten doen, nu wat ik versta, dit wordt in de midden van de 7 jaar triebsalstijd, die is opgesteld worden in Jeruzalem, in de Judea-tempel, wat wordt in de eerste 3,5 jaar gebied worden van de 7 jaar. Nu Daniel vers 27. Dit lijkt zich met dat beeld wat Nebuchadnezzar al lang terugdeed. In Daniel kapitel 3, 1 tegen 7 van Nebuchadnezzar wordt een zeer krachtvolle man weer. En de krachtvolste man weer te die tijd, die dat nemen je. So we kunnen zeggen, wat Nebuchadnezzar lijkt zich al wat, er kunnen een type zijn van wat Antichrist wordt doen. So de vraag is dat van de beeld. Wat ik versta, dat van heeft niets met dat redende beeld te doen. Dat van is een ontwikkeling van de technologie wat we vandaag gebruiken. Dat redende beeld is nog komen. Dat wordt in de schrikkelijkste tijd van de wereld in kracht komen. En Antichrist en de falsche profeet. Besonders de falsche profeet wordt dat in kracht zetten om den Antichrist eren. Dankeschön, Rudi. De tweede vrouw is een beetje een ähnliche vrouw, maar bloß een beetje online gestalt. Sehr viele Leute haben Angst vor einem Chip. Und die meinen einfach, das Chip, das wird einfach bloß auf einmal verstärken kommen. Das wird einmal bis antworten, die hassen. Unsere Mennoniten sollen nie kein Netz merken nu. Und die Bolivianers in der Bolivia wieder so weit in der Technologie haben, die wollen den Chip in den Kleinen. Die sagen, noch wir merken kein Netz. Wir nehmen diesen Chip nicht. Sie meinen, das ist dort Nummer 6 in der Offenbarung, was es in Kapitel 13 sagt. Kosten bitte Informationen geben, du Eva. Waarom wir reden von Offenbarung 13, 16 der 18, wo du von redet. Erstens mag ich auch die Frage stellen,
wanneer wordt dit molteken saas in Kraft komen. Nee? Waar er nou biblische profetieung komt dat en de schrijfselstijd is maar in Kraft. Wat ik verstehe, wat passieren wordt als Antichrist en de falsche profeet, wordt niet de eer voor zich nemen, maar Antichrist, de eer, en hij wordt profetieën voor hem, want die beiden worden in Kraft zijn. So, wat we kunnen zeggen is, Antichrist en de falsche profeet worden de technologie en de moderne wereld, zo je zegt, broken te mensen een computersysteem hebben en zo ook de macht krijgen over de economie. Met hem dat molteken doorbieden. So, dit is wichtig te verstaan, dus ik dat versta. Wat ik versta is, de technologie en dat molteken, saas, moet we het inhouden. Het zijn twee dingen, nur biblische profetieung nog. Dit moet een klaar hebben, of zeker in ein te houden, is zeer wichtig. We zijn jetzt viele Menschen haben Angst, dat er wordt een chip komen, wo dat molteken wordt bijna zijn, en dat wordt hinter de hut geschoven worden, en mensen worden dat molteken krijgen, te wat ze krijgen. Nu, de Bibel is zeer klaar aan dat, wanneer de tijd wordt komen, jeder einer wordt weten, wanneer dat neemt, dat meint, dat hij kan en vergrijpen. Dat is zeer klaar. Jeder mens wordt correct weten wat hineingeht. Keiner wordt dat hinterlästig angeboten. Dat is echt profetieung verstaan daar. So maar dat gedanke, dat als möglich dat een computerchip hinter de hut geplant wordt, worden met een scantechnologie, wo de persoon zijn ganze bankinformation bijna heeft en ook zijn levensverzeichnis bijna is. Dat molteken no Offenbarung 13, 17, kapitel 13, 16, 17, wordt zichtbaar zijn voor alle man te zijn. Dat is niet hinter de hut, niet elektronisch en heeft ook niets met technologie te doen, en zoals ik dat versta. Dat is Antichrist daarbij. Deze elektronische wereld waar we nu bijna zijn, wordt hij voor zich gebroken. Maar dat molteken, wanneer dat in kracht komt, dus de Bibel klaar zegt, dat wordt aan de rechterhand zijn, dat wordt zichtbaar zijn, er omsteren. Dat wordt een teken zijn, zoals ik versta, wat niet elektronisch met de technologie te doen heeft. Maar wer dat niet heeft, wenn de wereld elektronisch deed, wordt niet de elektronische wereld broken. Goed, zeer goede antwoord. En de nächste vrouw, die je ook al krijgt door haan, krijgt nog weer eens verkuipen en kuipen. China heeft aangevangen met een lekhout. En dat uitholen is dat zij wel in den stedtchen dollar de kracht wegnemen. En zoals mijn informationen zijn, dan zijn ook vele landen al interessiert voor dit elektronische geld. En dat meint dat het physische geld, dat wordt niet meer aan kracht zijn. Hoe zit het? Heeft het al met dit krijgjes te doen, waar die al goed van reden deed? Well, ik naam dat ze staat, en we hebben een beter woord voor, wat zegt de cashless society. In andere weerheid, een plaatje gezegd, de komende geldloze gezelschap wordt zich bozig ontwikkeld. Dat komt zeer bozig. Dat de wereld met de geldgeschichte wordt elektronisch als geen twijfel. We zijn dat iedere dag, we gebruiken dat zelfs. Wel, we moeten een Beispiel gebruiken. De creditcard, bankcard, e-transfers, Apple Pay, Samsung heeft alle hand, Apple Company heeft alle hand. We kunnen onze banken aan en de kwijt en we kunnen van deze zijde alles doen wat we willen. We schenken geld aan en trekken op doel. We betalen anderen betalen ons. Zo deze geldloze gezelschap wordt, we worden elektronisch naar, die heeft zo'n stuitram gewaast. En die broken we al alle. En dat is ook zeer handig. Zo wat doen we dat met. De vraag is dat molteken in dat elektronische geldsysteem, zoals ik dat versta, de biblische profetieung, dan niet. Deze elektronische banen zijn, dat is een ding wat God toelaat, en de Christen kunnen dat wunderbaar broken, maar zo toen voor zich gebruikt dat, om zijn wacht ook bijna zo. So, wat wordt passeren? Wanneer Antichrist een dag komen wordt, wordt hij direct dat elektronische geldsysteem voor zich gebruiken. Hij dat. Maar dat elektronische geldsysteem, dus ik versta, is niet dat molteken bijna zo veel angst voor hebben, want ik versta niet dat God wordt ons wonen brengen, waar we niet weten wat we doen. Dat profetieung wat we in de Bibel hebben, is ook niet gemerkt om ons angst te maken. Dat is om ons moed geven, ons vrede geven. En zijn helemaal waar dat God is over alles. Dat is wat er is. Zo nu Offenbarung kapitel
17 en een klein beetje vielleicht besieden aanbrengen, aber was damit angeht. Geeft ons aan te verstaan dat Babylon wat frisch in Kraft komen, wat van der Irak genannt wordt. We zijn dort bozig entwickelt, dort Babylon langträgend, Babel genannt, worden wir in der Lothar noch ein bisschen ankommen, dort kam frisch in Kraft. Dort wo auf Kapitel 17 und 18 von redet. Dort redet von in Babylon, was kommerziell sein und religiös. In anderen Worten, die Ökonomie wird dadurch heran worden, durch das Babylon, auch die Religion wird dadurch kommen. Das ist noch ein bisschen so, was wir nennen ein Geheimnis. So, was meint ein Geheimnis? Ein Geheimnis meint, es von geredet wird, wo es eine Prophezeiung bin, wo es da bin. Aber dort kam bosig entwickelt, wo wir sehen, dort entwickelt wird. Sagt uns, dort Babylonien wird frisch in Kraft kommen. Wo naja, waren nur biblische Prophezeiungen in dem Alten Testament gehen, sei wieder was in der 7 Jahre Triebsalzeit, in diese schreckliche Zeit wird kam. So was wir von der gesehen mit der Welt elektronisch jetzt, mit dat Geld wiest alle door de hand dat de Antichrist kon de Welt regieren, zodat hij maar een potje uittrekken. Hij wordt gebroken. De elektronische geld, mijn Welt wordt gebroken. Maar het moelteken is niet in de elektronische, dat is een zichtbare teken aan de hand en aan de stieren, zoals ik dat versta. Nog een beetje wieder van dit. Du hast gar nicht so viel Jahre terug, als al je redt. Mehrere Länder fangen an, den anzuchecken und zu planen über das elektronische Geld. So als die Hauptbank von China, UK, United Kingdom, Kanada und viele andere Länder. Um ein kleines bisschen in Ansicht kriegen von dieser geldlosen Gesellschaft in Zukunft, können wir ein kleines bisschen nennen Nordeuropa. Dort nennen die skandinavischen Länder, so als Schweden, Dänemark, Norwegen, sind dort ein Beweis, sie sind, die was ganz weit entwickelt sind, in dat elektronische geld, een elektronische wijze schaffen, dan is het ik uitgeforscht heb. Zo we zijn als dat je het bozig doorgaan. Ik geloof, we hebben de delen van dat physische geld gezien. Dat wordt bozig weggaan. En we worden bozig door leven. Nog een ding wat we zijn met de elektronische wereld is, dat, want we van naar vliegen dan. Op een jet, wanneer dat niet een ticket bij is, wanneer wat schepen was, kost niet. De geldloze Gesellschaft ist da. Du musst eine Kreditkarte haben oder eine Bankkarte. Und wenn du sagst, Geld hast du eine Bankkarte und eine Kredit hast du eine Kreditkarte nicht, dann vergeben sie die nicht. So wie sollen dort passiert, das auf American Airlines so lange gehabt. Und viele andere Jetlinien. Und so auch in anderen Ländern, so wie wo die mit Befehl fahren und so wieder, das ist alles da. Sehr gut. Wir hier in Bolivia sind wir bloß noch nicht ganz so weit. En dan wist je, über das Papa Francisco, der Priester, der katholische Priester, wordt in dort so bei Rom höchst. Und die haben eine Meeting abgestellt. Der wird eigentlich abgestellt den 14. Mai. Und das ist vorbei und die sehen, sie stellen dort wieder stellen, wenn es krank ist, wenn es Quarantäne, wenn es diese Krankheit. Sie wurden dort nur in Oktober tun. Aber es soll, so sich dort informiert, dann fängt dort den 14. Oktober an, aber der 15. Oktober, dann soll ein Bund geschlossen, ein Weltbund geschlossen, und er lud Graute in die Storche Kraft geliehen. Und sie wollen einen Bund schließen. Über die Welt. Und das geht über Glauben, über Schule und auch über die Medio Ambiente. Hast du Informationen davon? Maar dan eigenlijk hebben we doen verder ontwikkeling, zeker in Deutschen, die we zeggen. Eigenlijk moeten we zeggen, the stage is being set. In Spanisch moeten we zeggen, la plataforma ya está formándose. En in Deutschen, dat zielt al aan hand. Dat, zoals de vrouw staat, geht het hand aan een biblische profetieung. Zoals ik versta, de Papa Francisco is niet de falsche profeet, aber hij versucht, all dort einen Schwung zu kriegen, wat van de tijd komt in de triebsaltijd, wat de falsche profeet. Dit is al een, kan we zeggen, een schorte, een beetje zo, van wat we zijn komen, naar biblische profetieung nog. Papa Francisco heeft een deel kracht. Zo, door wen heeft hij al die mensen ingelaten, wat den grootste invloed hebben in de wereld. Dat zijn de rijken, de mensen wat geld hebben, de mensen wat in de politie. Als ik dat nenschicke, dat ik zeg, zo ga heeft die ingelaten, wat over de sport in de wereld te zeggen hebben. So, de sport in de wereld heeft een grote invloed in deel. In manche mensen. So, die mensen wat doen daar, dat die macht over hebben, heeft hij ook ingelaten. So, wat we zien is, dat is klar, dat Pope is een slechte persoon. Ik verstehe niet dat hij de falsche profeet is. Maar hij is die,
wordt de falsche religion bozig en bozig en bozig en nog boziger wieder en schwach, maar al dat. So wat verzegt hij? Zoals je zegt, dat hij verzegt door de hand te krijgen, dat de wereld wordt onder een geloof komen, de economie wordt onder een wereld, economie gaan wordt de wereld. Wat interessant weer wat ik nennt is, de Papa Francisco voert naar Saudi-Arabië, naar ik kan het niet goed uitspreken, Abu Dhabi. In 2019, dat is 2 jaar. Door in februari, den 20. unterschreibt hij Imam al-Azhar, om de katholische en moslimische geloven te brengen. Ja, dat zijn een van de hoofdgeloven op de wereld, wat het al wie würde als Christen zijn, dat. Die nächste Frau, Rudi, ich weiß den besten mal baut mein, aber noch eine Frau. Das ist interessant hier, so dass Bill Gates, das ist eigentlich der reichste Mensch auf der Welt. Der hat das meiste Geld hinter sich. Und er hat das in Software, hat er gebaut und hat sich damit sehr entwickelt. Aber er sagt, er lässt Software nicht tagen, er will sich in Start merken. Und er will eine bedingungslose Live bewiesen an der Menschheit auf der Welt. Er will an der Education, an der Schulung, und auch an der Gesundheit, und auch der Medio Ambiente. Dort nennen sie, da habe ich angefangen, dort nennen sie, das ist von dem Sozialismus-System Hintergrund. Und das ist interessant, dass dieser, und mit den Menschen, die die meisten Menschen hinter sich stehen haben, der auf einmal bett und das schaffen. Als das irgendwo ein Bild, was ich so ein bisschen auf Top zu stellen, was eigentlich nicht so klar zu sein wird. Ich würde es das sagen, dass Menschen haben versucht, die Welt zu regieren ohne Gott, als nicht wird nicht. Im Alten Testament, Nimrod, in 1. Mose Kapitel 10, 8 durch 10, sei wie ein Mann, wird dort auch versucht. Und er versucht Macht, er hat große Geldmacht in der Zeit, er hat politische Macht, er wird die Rinder von Babel. Babylon ist der Nomen von Babel, Lothar in der Bibel. Lothar wird Babylonien genannt, wo ich erst sehe, wo ein Tag sich von der nach Irak ist, und ein Tag wird frisch in Kraft kommen und wunderbare Tiere. So was sehen wir hier? Nimrod wie ein politischer Lehrer. Er hat einen großen Einfluss in die falsche Lehre und Lehren. Nimrod, sie Nomen meint Jena, er wie ein Jena, das was sie Nomen meinen dat. Er will die Welt, wird dann bewohnt, wie politisch und mit der Religion und seine Macht kriegen. Noch eine von der biblischen Vergangenheitsgeschichte ist Daniel 3, Vers 15. Nebuchadnezzar kriegt so. Er will das auch. Und er schreibt auch sehr weit. Und er deut auch ein großes Ding. So was sei wie von der, was die reichsten Familien in der Welt versägen mit der Schulung, Gesundheit und so mehr Dinge, und auch politisch und ihre Macht zu kriegen, lecken sich mit was andere al versagt haben von der Vergangenheit. Zodat dit Bill Gates nu wat door alle Tag laten en dan wat anders, hier zit mij vreemd. Ik geloof dat is bloos een beeldmolen. We zijn ja maar zo te met een beeldmolen en die mensen wat zo te brukten dan ook een beeldmolen, om wat anders uitvoeren als wat ze, wat anders wijzen als ze wat werkelijk uitvoeren willen. Dus dat zal je zeggen worden met een virus wat erom gaat. Nee? En zo zijn we hier ook wat ik versta. Dat lijkt zich ook met wat Antichrist en de falsche profeet wat doen. Deze beide woorden brengen wat deze mensen nu alle verzekerd doen. So Bill Gates en die van die zeiden, die willen nu omvangen met deze andere dingen te schaffen, dat is ik zo fijn. Wer wil je dat niet aannemen? Maar du is een wartel dingen. Dus ik dat wil verstaan. Eine Schlussfrau. Was bedeutet das für uns als Kirche? Was sind das für eine Tekens, dass ONU auf einmal sich erklärt als der Feind gegen die evangelische Kirche? Weil wir sollen uns nicht verwundern, dass dort passiert das, wenn die Bibel sagt, eine Prophezeiung, dass die Menschen waren, jeden Gott gehen und aufgehen. Ich muss eine Vers lesen, die 20 sagt, wo wird die dort doch gehen, wird sein, dass die Sinn und Don't ist, und dort gouden slag is. Zijn zwart als wit en wit als zwart. En dat is wat we zijn vandaag naar passeren. Dat wat goud is als slecht en dat wat slecht is als goud. En we zijn dat bis bozig komen. Also wat niet, van de Bibel niet. De Bibel zegt dat we alle komen, dat mensen worden afkomen. Prophetische erwartungen wordt in deze tijd een schatten geven van dat wat bald komt. So we kunnen zeggen dat prophetische erwartungen, andererseits die Prophezeiung, wat we erwarten zijn, wat komen worden,
Wisst du nu al alle aan wat we dort beleven? Ik weet niet. Gott in seine Zeit weet. Aber wir sind dort bosig entwickelt, alle wo die Prophezeiung von der Ich will sagen, das ist ein klarer Hinweis, wenn die biblische, moralische Leben bosig fallen in der Welt. Das Moralleben fällt bosig, du hast bosig in Auffall von falschen Lehren, falschen Propheten, falschen Apostel, falsche Religionengesellschaft, der Auffall von biblischer Grundlehre, das moralische Leben geht bosig herauf. Es ist Christen oder nicht Christen, bloß ich gleich. Wir können sagen, dort, was die UNO sagt, verwundern, wenn es was passiert ist. Noch ein Ding, was wir besonders sehen, ist, die Verfolgung war bosig tau. Du hast gesagt worden, in April 2015 in den USA Nachrichten Weltreport sieht, dort 70 Jahre nach dem Holocaust, die Verfolgung dann, von diesem Tag in Europa war meestkrijgt ze zeer de Juden vervolgd, een zeer hoog procent als wat dan wordt. So dort wiest alle aan dat de Welt dollar jeden Gott geht. Wem wordt zo tun brokken, die wordt in macht zijn. Du moet hij ongrijpen hem dat doen. Plus zei de vraag is, zullen we waarheidsboeren mensen ons angsten voor dit? Dat is de vraag. En ik heb hier een antwoord van dit, is ik de profetieing verstaan. Jezus wordt de waarheidsboeren mensen van hier kommen holen, nee, ist nicht das. Jesus, was der wahre geborene Menschen, kommen in Oja. Was der Offenbarung ganz lehrt, von Kapitel 6 bis Kapitel 19, sind, dass Gott sein Oja wird über diese ganze Welt uitgeiten. Und wenn Gott sein Oja über diese Welt uitgeiten in 21 Mal ist 7 Segel, 7 Trompeten waren bloß, 7 Kammer voll Oja. Und never you sein, dass Gott in biblischer Prophezeiung in der Vergangenheit, dus met de zinvloed, met Sodom en Gomorra, weet niet de ganze Welt, dat hij zijn Kinder Gottes und zijn Oja aanbrengen deed. Abraham sagt, dass hij met dem Herrn redet, dat is de op weg naar Sodom en Gomorra weer. Sagt Abraham zu dem Herrn, dat is niet in die Weg, dat hij den Gerechten mit den Ungerechten aanbrengen is. En zo ik verstehe, wie als Kinder Gottes, der uns nicht fürchten für das. Wenn es die schreckliche Zeit kommt, das ist die Prophezeit, Offenbarung 3, Vers 10 sagt, von der Versägungsstunde bewahren, die über die ganze Welt kommen wird. Versprechen sie nicht Kinder von dieser Stunde zu bewahren wird, diese schreckliche Zeit ist. So Jesus wird vor dort kommen, alle wahre Menschen wird dann leben, wachholen und dann fängt die schreckliche Zeit an. In 1. Thessalonicher, Kapitel 4, 13 bis 18. Dann der Vers 18 sagt, und das, was mich interessiert, mit 13 einander. So für uns ist das Trost. Gott zit op een troon, zijn plan wordt erfüllt. Richtig. Sehr vielen Dank, schön Rudi. Wir gehen even naar Victor Niefeld. Und das sind auch interessante Frauen. Und das sind Frauen eigentlich, die ein bisschen helfen Menschen, die da zweifeln, dass ein klein mit der Sicherheit kriegen. Und das erste geht an das viel von unser Lied, unser plötzlich redende Lied, der hat ein Spruchwort, das sagt, bleib bei dem, was du gelehrt hast. Und sie glauben einfach vom, ich hatte gemerkt an das Lied, die glauben das einfach ganz vom Herzen, dass das, wenn sie wollen, wie dort bleiben, was sie, dort kann der einzige Weg sein, wo sie vielleicht waren, seilig waren an Gerechtstag. Wo die können ein bisschen erklären, was meint das Cruz und was hat das hier so zu tun? Bleib bei dem, was du gelehrt hast. Ja, und vielleicht von den ukrainischen Menschen kommen, die nach Russland abgewassen sind, über Deutschland dann in Bolivia sind, kann es sein, dass sie nicht bei dort geblieben, was ich gelehrt habe, weil mein Papa war ein eingeschriebener Kommunist und Politiker. Mein Papa lehrt mir, dass ich keinen Gott. Wenn ich dann diesen Glauben habe, bei dort zu bleiben, was ich gelehrt habe, dann würde ich von der an dieser Runde nicht sein. Und ich würde begossen gehen und sagen, dass ich keinen Gott und würde Menschen von Gott aufreden. Allemal, ich denke, dass es entschuldigt, wenn ich dazu sage, ein bisschen primitiv, ein bisschen einfach, wenn ein Mensch glaubt, der muss bloß bleiben bei dort, was er gelehrt hat. Wir sind aus Vordersch nicht so vollkommen, dass wir die Kinder selber dort bringen, was wir entlehren,
sondern wir sollen wiesen in beiden Kernen. Und dort ist der Heilige Schrift. Und dort ist, wie wird wir blieben sollen. Wenn wir nun zu diesem Spruch gehen, dort ist leider mit dieser Bibel steht, selten als mit vielen Bibelstunden steht noch was getan. Dort steht es aus dem Zusammenhang rübergereden, in bloß ein kleines Zitat abgeführt, was eigentlich nicht über die Kraft wird, wie sie Jerusalem hören. In diesem ganzen Kapitel geht es darum, dass Paulus beschrieben hat, und wie kann das geht in der Schrift, würde Mensch in einer Zeit wird wird immer gottloser worden. In Timotheus wird gesagt, du aber waren nicht das Jane, immer böser und immer schlechter, sondern du, da du eine christliche, biblische Abertretung hast, dass du immer Leus und dass deine Mama einige Leute heute in dein Glauben, den du all von klein ab gelehrt hast, aus der Heilige Schrift, den sollst du festhören. Ich denke, wenn wir alle von klein ab das Evangelium gelehrt haben, und uns von klein ab verteilt wird, dass Jesus uns Rader ist und wir den Rennen, dann würde ich sagen, Amen, blieb bedeutet, was du gelehrt hast. Aber leider, sogar unsere politische Menschen sind lange Menschen, die an diese Liebe abwussten. Es wir in einer Kolonie, dann früher hat eine heranwachsende Kenia, das wird noch so eine Kenia, kann je den Namen Jesus. Dann schaut ein nater Junge mir so an und sagt, was ist das noch für ein Ömtje? Eine politische Kolonie kann Kenia den Namen Jesu nicht und wollten nicht, was das für ein Ömtje ist, und geschweige von dort ist. Wenn der Junge so bleibt, wird er verloren gehen. Jesus sagt, nichts soll so bleiben, als es ist. Und heute hat ein Beispiel, wenn ein Wettkuren in ein Erdfeld, und mit dem Wettkuren passiert nichts, dann bleibt es allein. Und die sind Ackersmenschen. Und sie wollten, wenn sie eine Sod sehen, in der Sod nicht dort geht, nicht abtient, plotzt, und dann ein frisches Leben rüberkommt, dann nicht brocken draschen. Da wird nichts wissen. Nichts in dieser Welt muss so bleiben, als es ist. Weil diese Welt ist verdorben. Und wenn da was Bleibende soll kommen, dort muss aus dem Tod in das Leben kommen. Und das ist, ich denke, wir sollen aufpassen, dass wir nicht irgendeine Lehre würden anhängen, die uns an die Verdammnis wird treten. Das ist nicht klug, was bedeutet bleibt, was er gelehrt hat, aber nicht wollt, was er hat gelehrt. Apostel Paulus sagt selbst zu den Galater, heute habt ihr das Evangelium gepredigt. Menschen sind zum Glauben gekommen. Und damit einmal kommen andere und lehren entsetzt wird aus dem Evangelium. Dann sagt er, die sind verflucht. Und dort sagt er sogar, wenn Engel würden kommen und was anderes würden lehren, die sind verflucht. Wir sollen bei Gottes Wort bleiben. Und nicht bloß, wir sagen ja alle, wir haben die Bibel. Nein, wir wollten nicht die Bibel, das jaft einen Gott, das jaft einen Glauben und das jaft eine Taufe. Das jaft viele Glaubens. Aber wir können nur bloß bei einen lebenden Glauben, Glaube an das Evangelium, bleiben, Leben zu haben. Dat krijgt Cruz de nächste Punkt, wo das lenken dat. Dus so, wir haben von der schon da viele verschiedene Kirchen. Duizenden Rahmen Welt. Und wenn wir wurden jedem einen persönlich gehenden Frauen von ihrer Kirche, glaubst du, dass eine Kirche die rechte Kirche ist? Da würde sagen, ja. Und so wird vielleicht jeder einer sein, ne? Zij gaan naar de beste Kirche, en naar de rechte Kirche. Jeder einer sagt es dort. Und das ist eine Frau gewesen, einmal an mich. Und dort verwendet sich das hier so anstellen. Wenn ich glaube, hier so viele Menschen aus dem Zweifel zu helfen. Ich habe eine klare Rechnung von einer rechten Kirche. Ja, ich denke, so je weiß, je habt eine klare Rechtsschnur. Der rechte Kirche ist der lebende Körper Jesu Christi. Der rechte Kirche, das sind die Menschen, die sich beziert haben, dadurch, was sie das Evangelium verstanden haben, die zum wahren lebenden Glauben gekommen sind, wahrgeboren sind, zum neuen Leben. Dort sind Ecclesia, dort sind Rütje zum Tod und das Leben. Wenn ein Mensch
sich bekehrt, dann haft er eine Vergangenheit und dann haft er eine Zukunft. Wenn ein Mensch nicht sagt, mein Leben, da wird verloren. Und dadurch, dass Jesus aus meinem Radar genommen hat, dadurch sein Rat, wenn ein Mensch das nicht kann sein, dann ist er noch einmal in einem verlorenen Zustand und er gehört nicht zu der Gemeinde Jesu Christi. Die Gemeinde, Iglesia, das meint Rütgeröb. In 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9 lesen wir, je aber sind das uitgewählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Eigentums, damit die verdienen sollen, die Wohltaten dessen, der ihn rütgeröbt hat, uit dem Tod und das wunderbare Leben nennen. Die Menschen wieder sein. Und dort als Gemeinde, ein Beziehender war der geborene Mensch. Als je Leute, das ist kein Trubel. Dort hat auch auf einer Kolonie viele Tjoten gehabt. Dort ist gut. Wenn sie alle zu einer Tjot gehen, dann würden sie nicht mal kennen. Und da würden wenig abgehoben Arbeit haben. Aber dort Christen nicht aus Geschwistertyp hören dürfen, und sie unerkannt dürfen. Dort ist ein größtes, trüges Ding. Dort ist nicht reicht. Und ich denke, wir sollen, wenn wir eine Tjot würden sehen, Menschen bei mir früher, als sie fertig dabei waren, ein Mensch sich betieren, der sagt, ne, wenn ich heute soll ich dann gehen. Würde ich immer sagen, gehen dort heute, wo das Evangelium so gepredigt wird, aus der Schrift dort lehren wird. Wo Mensch Mitglied kann werden, an der heute nicht bloß ein Unrecht mit gehen, sondern dort ein Mensch zum lebenden Glauben mit gekommen sein, dort ein lebendes Zeugnis haben wird, dort er sein kann, als wir verloren, und nu sind het Rat, weil ich Jesus Christus aus meinen Radar genommen habe. Und wenn so ein gerader Mensch sich auf den Glauben taufen lässt, weil der Glaube, das passiert an Hort, das haben wir nicht sagen. Aber wenn ein Mensch durch den Glauben gekommen ist, nu sagen wir, ich will meinen Glauben mit dort segnen, dass ich mir von der Bibel her taufen lässt. In Wiesende, als sie aus dem Tod in das Leben abgestanden, der Mensch, der kann ich ein Glied in der Gemeinde Jesu Christi sein. Und ich denke, es wird jeder einem mitmerken, ohne dort hört, wo das gelehrt wird. Ich kann ja sagen, viele, und ich denke, du hast recht, viele würden sagen, ja, wir lehren Biblisch, wir sind die biblische Gemeinde. Ja, wenn eine frische Tjot mal absteht, das ist unbedingt, ja, und dort ist ja gerecht, dort ist schon so, dass sie biblisch sind. Aber, was ist biblisch? Wir hatten zu Jesus in der Tiet auch Menschen, dort wir in der Schrift gelehrt, in der Pharisäer. Die würden auch zu viele Ja und Amen sein. Aber das Problem wir, und Jesus merkt auf ein Ding abmachen. Auf Lehrers, die werden an der Tjot alles fein Schmack lehren. Aber wenn man dann sagt, nicht viel das zu leben, dann beten sie tröd und sagen, dann haben wir unsere Tjot larig. Dann grüßen wir uns tröd. Und da würde ich nicht so ein Mütter sprechen haben. Ein Lehrer muss lehren, der lehrt man das selbst leben. Anders würde ich die Lehrerschaft nicht aus Teufeltrüd betätigen. Es wird nicht sein, dass das für Tiere oder wirkliche Menschen sind, aber wenn ich ein Mensch wirklich wünscht, eine gesunde Tjot zu besätigen, dann würde ich sagen, go durch, wo der Lehrer steht, wo zu lehren, auch Lebende. Sehr gut. Eine andere Frage, was ich hier so habe, ist, viele Menschen, die haben noch keine Erfahrung gehabt, wo die von reden, das mit Jesus. Und, aber das sind Menschen für Angst. Merken sie sich nicht ob. Aber worin gehen weiter, wo sie tun können? Wo würdest du so ein Lied sein? Was würdest du sagen zu dem Lied? Ja, ich denke, über diese Frau, man wird so viel sein, aber einer wird Völken ist es so, Menschen kommen tatsächlich mit so einer Frau, und manchmal kommt das drauf an. Als ich mal am Storbesbad gewesen und dort wollten, und ich sage, das geht ut mit am, und dann macht man dort ganze Worte in so einer Weine Wirtfoten. Wir haben in der Bibel so gute Antworten, zum Beispiel aus Apostel Paulus ein Verhältnis wir, in das Erdbeben da passiert, in der Kerkermeister sich das Leben will nehmen, und dann Sache auffangen alle dort, wie und Paulus beruhigt am, und beschwichtigt am, und sagt, wir sind alle hier, und dann wird er so überwältigt, und dann stahl diese Frau. Das ist so eine schöne Frau, gleich, wenn Menschen mit so einer Frau kommen. Und Paulus gab eine so eine Bünde und eine so eine klare Antwort. Je läuft an den Herrn Jesus, so was du auch den Hüs solllich worden. Und das ist ein kurzer Satz, was viel ut sein wird. Weil Jesus sagt, er sagt, wer an mir so gelaufen wird, aus der Schrift dort sein wird, von dem sein Leben
worden Ströme von lebendig Wasser fließen. Und wenn der Papa sich bezieht, in ein abbrecher Christwort, durch den Glauben und seinen Radar, nicht durch dort, was ich einmal gelehrt habe. Die Bibel sagt, vielleicht weichtieren, der Ölschal macht weich. Wir müssen von Gott was nie schreien. So, und wenn ein Mensch ein neues Leben angefangen hat, und das Leben lebt, dann kann man damit rechnen, dass seine ganze Familie, die Nachbarschaft, Verwandtschaft, was immer zum Glauben wurden finden. Ich denke aber, man soll hier vielleicht ein kleines bisschen ergänzen, was ist ein Reich der Glaube. Dort fehlt ja viele Menschen von der Glaube es reicht. Wie Glaube auch. Und Prediger sagt zu mir, die haben verschiedenste Glaubens. Dann sehe ich, dann haben wir aber ein Trouble. Weil uns muss dann auch reich sein. Weil die Bibel sagt, ja, nur ein Glaube. Und wenn wir zwei Glaubens haben, verschiedenste Glaubens, dann muss einer von uns auch reich sein. Als wir ein Glaube haben soll, da kriege ich nicht eine Antwort. Aber als kann sein, wenn ich habe einen Glauben an dort nicht ich mich selbst geraten habe durch so große Anstrengungen, sondern dass Jesus, der Sohn Gottes, gekommen ist und für mich am Tritt meine Raten, meine Rechtfertigung vor Gott gemerkt hat. Dort Glaube, es reicht. Und ich denke, wir haben in der Bibel eine Definition für den rechten Glauben. Das jaftet nicht für alles in der Bibel, aber für den Glauben jaftet. Das ist der Hebräerbrief, der 11. Kapitel, der 1. Vers. Ich kann das nicht auf Plattdeutsch so gut sein, ich habe immer Jüdisch die Bibel gelesen, aber ich versuche das bildlich dort zu stellen. Wenn es dann der rechte Glaube, dann wird Hebräer 11 sein, das ist der Glaube, was die Hoffnung zu einer Wirklichkeit macht. Jeder Mensch hat eine Hoffnung. Hoffentlich komme ich an den Himmel. Hoffentlich richtet es aus. Hoffentlich bin ich reich. Aber bloß eine Hoffnung, das kommt von einem plattdeutschen Wort. Hoffnung, das kommt von Hopsern. Wenn Menschen in Wad merken, Wadranen, dann hopsern sie in Menschen so, dass ihre Mannschaft gewinnen wird. Das Hoffnung. Das ist nur Schnee wird. Aber das ist ein großer Wunsch, dass es doch nicht wird. Dass wir doch gewinnen würden. Ja? Aber die Bibel sagt in Hebräer 11, der Glaube, der merkt unsere Hoffnung zu einer Wirklichkeit. Der biblische Glaube, der riemt allen Zweifel an het verloren gehen uit. En dat het je raad zijn. Die nächste Frau. Ich bin eine so angelohnt, durch eine Kirche. Den Gottesdienst durchführen, ich habe den Mann und mich sehr bedrückt. Und verteilt mir sein Leben. Und das ist ein sicheres Leben. Dort wird er hören und an seine verteilt. Und heute das Wort zu mir, sagt er, die Menschen haben zu mir gesagt, dass du Mats dem Heiligen Geist gelastet hast. Und mich haben sich dort wirklich so fair, Menschen haben nicht den Eindruck von was das meint, der Heilige Geist ist Lasterung. Was ein bisschen was vertalen davon? Ja. Ja, ich bin auch viele Menschen mit dieser Frau sehr besorgt. Dass Menschen kommen an eine Seelsorge und healen. Und glauben, sie können bloß da werden in Frieden finden, weil sie Angst haben, sie haben mal vielleicht den Heiligen Geist gelastet. Ich denke, wir müssen einmal das Wort lastern betätigen. Viele glauben, sie haben gelastet, wenn sie nicht alles neu gekommen sind, was ihre Ordnungs in der Gemeinde fordern. Oder irgendwas anderes. Da gibt es ja noch viele, die würden sein, zum Beispiel, wenn ein Mensch sich auf den Glauben taufen lässt, das ist eine Lästerung vom Heiligen Geist. Dann kommt man bloß mit dem Müll. Mit irgendwas anderes, zum Beispiel mit einer Taufe kann man nicht lästern. Da kann man vielleicht ungehorsam sein oder auch gehorsam sein, was immer, aber nicht lästern. Lästern, das geht ans Müll. Lästern, das ist, das meint schlecht reden. So, und Jesus sagt, wenn wir am Lästern, ich sage mit anderen Worten, bös über am reden, wenn wir auch über Gott im Vater schlecht reden, dort wird den Menschen verzeiht. Den Heiligen Geist lastern det. Und da jetzt Jesus, wenn wir im Kontext checken, ab dort an, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer, die hatten Jesus gesagt, dass heu mit der Kraft von dem Belzebul, vom Satan, wird die Worte dönen, was er tut. Jesus tut Wunder, heute Menschen heilen, was immer da wir. Und nun sehen sie, das kommt aus der Kraft von dem Bösen.
Und da heeft Jesus diese Frau ab und sagt, diese sind, wird nicht vergeben worden. Dort heute man Schrift dem Bösen jest, dort er jest, deed. Ich hatte mal so eine Begebenheit, ich muss mal zu einem mennonitischen Donnerstag, da waren viele Donner, da waren Älteste, dort wir in Mexiko. Und dann hatten wir da eine Unjahoolunk. Und dann fangen Leute, dann sehen die Älteste zu mir, so mit dem Finger auf mich wiesend, dort, wo du hier denkst, dort ist vom, entschuldigt, wenn ich das einmal hier sage, vom Teufel. Und dann frage ich die ganze Predigers, wer damit werden, ich frage, weil wir uns hier mit ohne sind für Sünden, dann nicht mal jetzt Geld zu merken, dann sehen sie, no, sind wir nicht. Was ist das für ohne sind? Was ist das sind, wenn wir dem Heiligen Geist, die Worte, was der Heilige Geist merkt, dem Soton beschrieben. Und fair. Der Heilige Geist hat mir gedreven, hier in Jünd, nach Mexiko zu kommen, in Jünd die freie Nachricht zu bringen, das Evangelium, und nie sein, das Camp vom Feind. Ich denke, Gott hat da seine Herrlichkeit gewesen. Und da wird da, was da so nicht gut gesagt werden, mit einmal anreden. Und Gott schenkt Gnade dafür. Und ich denke, wir müssen natürlich Säure abposten, eine Lästerung des Heiligen Geistes ist ein ganz bewusstes Töschrieben, dem Feind dort Töschrieben, was der Heilige Geist wird. Und wir sind so leicht auf Beton, bei uns haben wir sagen, ja, dort kommt vom Bösen, dort kommt vom Bösen. Warum sagen wir dort? Vielleicht sollen wir uns dort spüren, wichten. Und wir sollen abposten, was wir reden dürfen. Dort ist ganz entschieden, und unter allem kann ein Mensch auch bei der Lästerung vom Heiligen Geist kommen. Aber ich denke, so gnädig, dass ein Mensch dort nicht mehr, wo die Rose Opferhaft stehen. Da muss auch eine gewisse Grad von Hass sein, über dort, was Gott wird, dort Menschen aussprechen kann. Sei ja vielmal Dankeschön für die gute Antworten, Victor. Wir gehen even zum Schluss mit der Prediger Unjahoolunk. Und ich will mit der ersten Frau anfangen und mit einer Geschichte. Dort von den Menschen, die sind in ein ganz großes Bedürfnis. Und die sind unter Druck. Und wir kriegen die Ferienwerk ein Brief gestellt, dort steht ein sehr berühmter Prediger. Es wird ein Lehrer tolerisch. Und wird steht sehr hoch bekannt. Und auf einmal dann diesen Druck von Menschen, zwischen diesem Druck von den Menschen in der Verantwortung, was er hat, nimmt er das auf einmal bloß nicht. Und nimmt sich das Leben. Und wir würden sagen, ein Prediger, der würde sich das Leben nehmen. Wir würden sagen, dass wir als Prediger, wir sind so Fleisch und Knerkes und Gefeilen als alle anderen Menschen. Und so ist auch das Prediger. Was würdest du sagen? Was hat Gott die von Wort abgelegt zu sagen? Das ist auch eine Lieder, so ein Druck, was dort sind. Weil wir wissen, dass wir leben hier nach in diesem Körper und das die Zeit, was wir hier in das Körper ab diese Erde leben, sind wir begrenzt. So wir können nicht allein. Und du hast uns die Schrift gegeben, dass wir lesen können, uns verständlich machen und was wir hier tun. Es ist sehr viele Umbauten gefunden hier von der anderen. Und heute einmal alles, was wir klar kommen, dass wir klar sind mit unserer Berufung, dass wir an unserem Platz weiten, wo wir stehen, uns nicht so viel Druck ableihen. Jesus merkt diesen Ausdruck in Johannes Evangelium, sagt er, mein Frieden lud nicht so aus, was diese Welt hat. Also wir machen das unterscheiden können, dass das Frieden in einer Weise, wo ich sage, dass das seltsam betrachten für mich nur in dieser Quarantäne-Zeit. Ich will mich nicht bingen an, was vielleicht Victor würde sagen, oder paraphrasieren oder sonst wer. So, wir haben hier einen Lehrer. Jesus sagt, wie wir ihn kennen würden. Das ist der Geist Gottes. Wir sind in der Zeit. So, dann hat er gesagt, dass, wenn wir verständlich sind, über ein Wort von der Zeit wir sind. Erstens, da wird eine Zeit für die Sinnflut. Und da wird eine Zeit von der Sinnflut, weil Jesus ihn kommt. Aber von Jesus ihn kommt, weil sein Wahre kommt, ist eine andere Zeit. Und ich weiß, dass in vielen Fällen möchten wir gerne große Dinge sein, das Moses, Elia, in den Namen von dem Gott von Sebaot,
dingen bewegen. Niet? En, maar ik geloof, we zijn niet in de rechte tijd. So, het is een prediker, is dit eerstens waar ik het veel moet. En zal het behouden dat de dingen wat hij gedaan heeft, al die gebeden wat hij gedaan heeft voor de verzameling, voor de glieder in de kerk, voor sonst wem wat er bezegnet, alles, dat is niet vergeefs. Die zijn door en die zijn zeer wertvoll voor God. Dat is alleen al dat weet dat er zal zich dan houden dat hij een poort van de heiligheid is van God. En zal einfach, ik geloof, wanneer ik bij den Punkt komen, wo ons die depressie, waar den wij aankomen wordt, dan is het wichtig een quarantaine voor ons. Dan zullen we een quarantaine nemen voor onszelf. Wo dat dan mijzelf meten daar. Mij heeft deze quarantaine niet depressie gebracht, wenn ik am Anfang eerstens mij, maar mijzelf klaarmaak. Dat ik wil het voor mij een genade van nemen. Ik wil het dat uitdragen voor wat eruit te treiben. Ze weten dat wanneer Jezus op een boot is en de vaart op meer en hij brokt dat. Hij brokt dat en dan hoe slecht dat kan komen, hij brokt dat en God zijn naam groot met. En hier is het wichtig dat we dat eerst even klar hebben, dat we op onze plaats zijn. En ik geloof, we moeten verstaan dat we zijn in de tijd, waar we hem gebruikt hebben met Epheser kapitel 6, van het 10e vers wieder, dat ons komst, dat is hier niet, te doen wat Peter wat schaftig bleven, dat hij wat schaftig bleven, we hebben meer verantwoording als dat. We zijn Brüder, we zijn met Knechts, we zijn Sklaven in Christus. Zum Dienst doen, aber, entschuldige. Jezus sagt da ein paar sehr interessante, mag ich sagen, wie in der Offenbarung, in den ersten Kapitels, war er holend, er sagt, wer die Ohren hat, den lässt horchen, was der Geist der Gemeinde sagt. Und ich glaube, das können wir uns alle annehmen, die Kirchenglieder, auch wir als Predigers, ja. So, dann wieder, auf alle Predigers, jemand, werden sie heute sein, alles, ich würde bis sehr viel Mut merken, und bloß weil han dat dieses klar sind, mit der Ding, was du getan hast, die sind nicht für jeden. Und sehr wertvoll bei Gott. Und dann, egal wie die verstehen von der fallen oder nicht, weil auf nicht mal zu tun hat, wir haben es getan. Und wir wollen es wieder tun. Und bloß mutig, verderweg, weil es die Tiet als Kart in Jesus kann bald drehen. Und die Tiet ist sehr wertvoll, was wir haben. Und drei hier. Entschieden, wir würden gleich 4 vom Himmel zu holen. Das ist Elia deed manchmal, dass wir wollen große Dinge sein in uns Leben, dass wir erfolgreich sein und so weiter. Aber das ist ein Druck. Moses stand dort zwischen dem Meer an der ägyptische Armee. Und er stand dort zwischen den Pharao und das Volk, wenn es alle schien, das wird alle zum Eingehen. Aber hinter dort, dann kam der Herrliche. Hinter diese Dinge, ich glaube, ich weiß verstehen, als unsere Zeit. Dass die Herrschaften, die wollen sein, Gottes Herrlichkeit durch uns. Ich glaube, es nicht Gelegenheit, je mehr Quarantäne, je mehr Virus, je mehr Druck der Kampf, je gerade was Gott sie nun wollen, wenn wir wollen standhaft bleiben, durchhalten. Das ist meine Antwort. Sehr gut. Und die nächste Frage, die ich habe, das ist eigentlich vielleicht uns als Pastoren alle immer ein Problem. Wir kriegen nicht viel Gas. Nicht? Als wat mij uitgeloten. Wenn Menschen haben, dass sie so einen Eindruck, vor wenn der Prediger lied, dann macht wir bloß die viele Beschriftweite, vielleicht top singen, top beten. So, wir haben vielleicht alle denselben Problem, dass die Lieder wollen nicht so eine Predigerlied fahren. Aber wir brauchen kraxe Gott, eiges Wemen hängen uns hanen, dort uns der Häng abheft. Wo wirst du die Kirchenlied sein? Wo sie sich verholen sollen, in ihre Deiner. Dann denke ich ein bisschen an, was hier so passiert mit diesem Prediger, was der Hänger, was du so gestorben, durch so eine drastische Entscheidung. Wo wirst du sagen zu diesem Lied in der Kirche? Aber das erste, was ich dem sagen, in Epheser Kapitel 6, Vers 8, hier sprach die Schrift ins Motto, Gott selbst, in sein Wort, bet immer, wenn die Gäste gehen durch den Mund, und blieft wakker en je heeft niet nomad beten. En nog eenmaal war bet voor al die hier. En dan, ter het nächste, Jesua 1 vers 8 zegt, lees de schrift, denk even nu, zat het in woorden, en dan was de erfolg met alles wat is. Maar dat is een beetje een moed geven aan al die geschwisteren en entschieden ook te dem zijn. Zeer veel dank voor alle doen. En ik geloof,
Und dort, wo wir sein dann in dieser Zeit, wo wir leben, mit den Erfolg nach was du nach ist, nach so wenig, was in Depression jungen sind, das sind die Gebete, was die Geschwister hier tun haben, für uns, was für die Prediger. Du weißt, sind wir hier, mit dem Kopf nach Hech. Und dann Hebräer 13, Vers 17, wo dann sagt, horcht nur jene Lehrer und schaut zu dort, wo sie sein. Die wirken über jene Säulen und machen Rechenschaft dafür geben und sagt, dass es besser, wenn ihr dort mal eine Frau hat, und dann stehen dann. Und hier konnte der große Unterschied sein, als wie die Gebete von der Versammlung hängen anhand. Und der Versammlung will ich bis kurz sein, das ist, wenn ihr die Kirche kommt, wo ihr schaftig sind zu sein, und den Prediger mit dem vollen Wort unterstützen. Das ist nicht bloß, dass dem Prediger dann schein geht, aber das ist alle Geschwister, wenn die Kirche kommt, events. Wenn der Prediger, der hat den Druck von rund an, und der Meister findet, der weiß, dass wenn er den Prediger möglich kriegt, dann ist entschieden, was dann schon von den Geschwistern immer alles an. Und ganz leichte Spulungen, und der Meister findet erst, der was Spulungen siegt. So, ich glaube, nicht so viel an der Rede Soziales hängen, nicht so viel an der Tele kijken, kann was üten, und mehr wird Gottes Hand. Und sicher merken, dass er den Prediger gleich wo der Kirche vorne ist, und hängen wird es. Das ist eine sehr große Stadt für mich, für meine Kirche, von der Geschwister mitnehmen. Und ich glaube, das wird für jeden auch sein, für alle anderen. Sehr vielen Dank, dass Sie kommen und wir wollen bloß noch einmal sagen, zu den hier, wo immer Sie uns hören und seinen, wollen wir bloß sehr bedanken für Ihre Geduld. Ich glaube, wir haben die beste Redner gehört von der Nummerach und die haben die beste Antworten gegeben. Und ich will Ihnen bloß bedanken, dass Sie das Ja sehen und sagen, ja, wir sind angestimmt und wir wollen ein bisschen mehr Informationen geben, ein bisschen Motto sprechen. Und wir sind sehr froh für Ihre Gebete und für Ihre Motorsprechung. Vielleicht im Facebook oder in YouTube. Und wenn Sie mehr Frauen haben, vielleicht auch einen von diesen Predigern. Ich glaube, jeder eine hat Facebook und von der Tag ist das sehr einfach. Bloß Namen dann schreiben, dann kommt das fair. Das sind Viktor Niefeld, und Ebhora, Rudi Niefeld, Peter Friesen und Johann Dick. Und bloß diese Nummern dann schreiben, da wo ihr uns irgendwo finden. Und die haben Frauen, die können jeden uns Frauen. Wir wollen für sie eine Antwort geben. Und vielleicht wollen wir auch sagen, no, wir haben nicht eine Antwort auf die Frau, die du hast, aber wir wollen das Beste für sie. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen und auch für Ihnen hier so teilgenommen haben an diesem Forum. Gottes Segen mit Ihnen und wir freuen uns, dass Sie Tiet haben.